Oh. Oh, See that? aber es geht. That right there, that's why we got barrier gold. Drei, 2, 1. Machen wir noch Luther jetzt kommt zu einer neuen Reaction. Wir gucken uns an. I beat Elden Ring 8 times in a row without dying. Vom lieben Bushi, von dem hatten wir schon mal was geguckt, was ihr nie sehen werdet. Nämlich hier unten die Can I beat Elden Ring by one-shotting all the bosses. Das geht halt immer ein bisschen lang. Und deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen was Kürzeres rausgesucht. Und ja, ich würde sagen, mal gucken, ob er es schafft, das Spiel 8-mal hintereinander ohne Tod. Rein da. Und warum eigentlich 8? Also was hat das mit der Zahl so per se auf sich? Oder Musst ist du das gleich einfach random? Oder kommt noch. Ja, ist so. Elden Ring, a game known for being hard, had Der hat auch so eine angenehme Stimme, der Mann. Ne? Finde ich auch. Die ist sehr schön. his das New stimmt. Game Plus, which lets you replay the game while carrying over your equipment, but at a higher difficulty. There are 8 total difficulty levels, starting with regular New Game up to the max of New Game +7. Each level will make the bosses do more damage, have more health, and stagger less often. My goal is to beat all 8 difficulties in a row without dying a single time. Oh, Die du ich hab's halt nicht einmal, ne, nicht auf dem leichtesten so. Deswegen sind so eine Sachen für mich 10-fach beeindruckender nochmal. Es sind Übermenschen. Es ist halt einfach so casual. Das mache ich jetzt eben an. Ne? Ich habe Ja, was ich streame mach ich mal. heute? Komm, Elden Ring. Spielen wir eben 8-mal hintereinander durch. Machen wir. Gar kein Problem. beginning. Ja. Die in the open world, reset to the beginning. Fall off a cliff, reset to the beginning. For my own sanity, I hope I can get this run within 3 attempts. I was also competing with my good friend V-Swed on this challenge, so make sure you go give him a follow on Twitch. Now, from the intro, you saw that I have a pretty strong build for this challenge that I used to get past Godric, Radon, and Morgott. Let's talk about how I made it. The weapon is the Death Poker, at least for now. I will use multiple builds to help me through this challenge. It has a crazy powerful weapon art that does really high magic damage. I know it's called Ghost Flame Ignition, but trust me, it does magic damage. I got this weapon by using the Meteorite Staff and Rock Sling while standing safely on this rock behind the Deathbird. Importantly, Death's Poker is a somber weapon, which is really good for the beginning of the game because it's so much easier to get somber smithing stones than it is to get regular smithing stones. I get to +4 from EG, +6 by visiting Volcano Manor, and +9 from the Lanedell Sewers and Dragon Barrow. My levels are really simple. I level up health and I level up intelligence. That's it. For talismans, Radigan's Source Seal is good up until around 40 Vigor, where I will replace it. Ritual Shield, probably the best defense talisman in the game. Ritual Sword synergizes with Ritual Shield and gives me a 10% damage buff. I don't yet have access to a good 4th talisman, but they will be available after Godskin Duo. And finally, for buffs, I use the Physic Flask with the Intelligence tier and the Magic tier to deal more damage, and I use the Golden Vow Ash of War on a dagger for 12% extra damage and defense. Just like you, Wenn du get das so 12%. ohne New Game Plus machst und so auf dem Weg, hast du wahrscheinlich echt einen mehr oder weniger easy Run. Richtig? Ja, das ist halt Setup. Der rennt halt eine Stunde lang rum, sammelt das alles zusammen, dann geht auch, dann dadurch, dass das ja auch teilweise in High-Level-Gebieten und sowas ist, kriegt er dadurch natürlich auch gut Seelen und dann levelt er halt einmal und dann hat er eigentlich quasi, und dann kann er so quasi, muss er nur noch vom Boss zu Boss rennen. Das ist ja nämlich die nächste Frage gewesen, wie lange er braucht, um abgegiert zu sein. Also circa 1 Stunde, das ist ja echt entspannt. Ja, also ich bräuchte zum Beispiel länger, weil ich erstmal gucken muss, okay, wo finde ich Klar, das? klar. Wie komme ich da und dahin, ne? Aber der macht das halt so oft, der weiß das halt so aus dem Kopf, wo alles ist und startet halt das Spiel und reitet das halt alles nur noch ab. Das ist halt das Coole an Elden Ring. Du kannst dich instant, wenn du die Zeit rein investierst, kannst du, bevor du den ersten Gegner irgendwie legst oder den ersten Boss irgendwie legst, kannst du super OP werden. Ja, das sehe ich in den, ich sag mal, Speedruns, die ich gerne mal gucke, auch immer. Aber ich kenne es halt natürlich nicht im Detail. Und so wie er es gerade, oder anders ausgedrückt, Speedrunner nehmen dann ja auch mal einen anderen Weg so, ne? Also den möglichst schnellsten halt. Und dann sind das andere Items und werden nicht so detailliert erklärt. Aber extra damage and defense if you subscribe. I'm lying. It won't do that. But it will make sure you get notified every time I do another ridiculous challenge. But that's the early game build. Now it's time to travel to mountaintops and take on Fire Giant.
guck mal, er ist beim nicht vorletzten Boss, aber schon einer der Endgame-Boss. Ich glaube, danach kommen noch, 3 richtige Boss oder 4, glaube ich. Und dann ist das Spiel durch. So, und er ist bei 2 Stunden. Ja. Ja, stimmt, der hat auch irgendwie so eine Mechanik gehabt, wo du wo er dann die Phase wechselt, dies kannst du aber irgendwie überspringen und so. Ja. Das hab ich schon irgendwie letztens auch gesehen. Du konntest den auch ich glaube, vor dem ersten Patch konntest du die Klippe runterwerfen. I didn't even Golden Vow. Konntest du ihm die Klippe runterbaiten. Not close enough. Das geht nicht mehr. Ja. Guck dir den Damage an. Mhm. Der Boss hat irgendwie 25.000 HP oder so. Oh, wow. Fire Giant gave me an important reminder that in this challenge, discipline is everything. Even one small mistake can cost hours of progress. Lucky for me, I get to learn this lesson without needing to reset. Kostbar, mein Freund. Die Einblendungen sind auch sehr, sehr geil. Zeigen, wie episch und monumental dieses Spiel sein kann. Godskin Duo is up next, and honestly, with damage this high combined with sleep pots, they shouldn't be a problem on any of the 8 playthroughs. They are important though, because just past them are 2 very good talismans that this build can make thorough use of. Dragon Crest Shield +2 gives an additional 17% physical damage resistance, and Shard of Alexander will boost my Ghost Flame Ignition damage by 15%. Malekith goes down pretty easily, and Gideon is up next. As strange as it sounds, Gideon is one of the bosses that I was most concerned about on this run. He can really easily cause problems by just spamming all of his spells in a row, and I really didn't have much of a plan to deal with him. So I kinda just winged it. I thought that I could get his health pretty low with Death's Poker and then use a +0 blood-infused rapier to finish off whatever was left, and that led to this disaster of a fight. Der Damage ist schon sehr krass. Ja. Ui. Gideon ist so das Beispiel für die ganzen Zauber, das könnte so krass. So ungefähr haben Kui und ich uns so den Only Magic Run in Dark Souls 3 vorgestellt. Das werden wir sein. Genau so. Nee, Digga. Lass mal. Stimmt, diese Stagger-Mechaniken werden auch viel gebraucht bei den Speedruns. And I need it to work 8 times in a row. Otherwise, I reset like 12 hours of progress. Oh, das ist so. Sagen, jetzt geht's ja noch, ne? Ich meine, es sind nur 2 Stunden 43, ne? Aber überleg mal, das passierte so bei New Game Platz 4 oder so. Ja. Oh. Er ist halt so squishy, ne? Ja. Digga, in diesen Momenten, wie er atmet, ne? Mein Herz würde nicht mehr schlagen. Oh, Alter. Ich würde so ausrasten. 34. And that's a good reminder that I should probably have a plan. No more of this winging it. The good news is, though, the hardest part is behind us. Horlu, Radagon, and Elden Beast all fall without much of a problem, at least this time. But before I go to New Game +1, I need to gather a couple of things that would be annoying to get after the world resets. The Opaline Hard tier is very useful, giving 15% damage resistance to every damage type. I didn't get it earlier because it's from a pretty high level boss and I didn't want to risk dying. 2 buffs become available at the Twin Maidens after beating Gideon. Since they're both body buffs, that means that they will stack with Golden Vow. Black Flame's Protection gives a massive 35% physical damage resistance. Kannst dieses Spiel halt auch studieren, ne? Du kannst halt diese ganzen Kombinatoriken und diese ganzen, wenn das, dann das und danach und das davor und dies, jenes. Es ist so crazy einfach. Was das alles kaputt machen würde, ist, wenn From Software auf dieselbe Idee kommt wie Riot damals und Passives unique macht.
Ja. Weißt du noch, die Anfangszeiten von League of Legends. Warmongs. Richtig. Baust du 5-mal Warbox und Schuhe, dich tötet halt keiner, weil du 4 Milliarden HP hast. Da habe ich noch so gerne Garen gespielt, Spin to the Wind, es war so egal. Ja. Du hast halt nicht viel Skill gebraucht dann. Also Das natürlich warst du trotzdem unterlegen, wenn der andere mehr Skill hatte, aber es war nicht so schlimm, wenn du weniger Skill hattest. Das Beste war, als Wladimir damals rauskam. Ey, ich brauche ein Bild für Wladimir, wie spielen wir welche Items? Ja, 5-mal Ramadan so eine Warbox, gar kein Problem. Also, let's go. Das war sehr, 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 sehr schön. Das hat noch richtig Spaß gemacht. Und dann irgendwann haben sie Unique Passives eingeführt. Da war ich auch echt noch in the game und dabei. Das stackt alles nicht mehr. Fickt euch. 5-mal Weißt du, was ich schade Sunfire. finde? Es ist jetzt voll out of pace und so. Aber mal ein schönes neues MOBA in richtig geil. Das würde ich feiern. Da hätte ich Bock zu. Irgendwie ist da aber, keine Ahnung, ob ich da nicht genug gucke oder so. Ich habe da nichts auf dem Schirm gerade. Ich glaube, MOBA ist einfach so Nischenprodukt. Also, das heißt Nischenprodukt. Das ist immer noch ein riesen Ding so. Ne? Also, mit League of Legends wirst du nie wieder im Leben tot kriegen. Genau, aber zu sehr dominiert, glaube ich, durch League of Legends so. Es ist halt League of Legends und Dota. Ich weiß immer noch nicht, wie Smite sich am Leben hält. Bin ich ehrlich. Scheinbar geht's denen gar nicht so scheiße. Ja, es ist halt so nischig geworden, dass keiner sich denkt, so, nee, da traut sich keiner mehr ran. Ja, das ist mein Problem. Und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Im Sinne von, es macht keiner, weil die Angst haben zu zerschmettern. Ja. Was völlig legitim ist, diese Angst. Ja, das ist die haben halt der Kosten-Nutzen-Faktor ist halt viel zu niedrig. Ja, und vor allen Dingen, die Chance, wirklich langfristig auf dem Markt zu bleiben, ist zu niedrig. Richtig. Einfach auch, weil das Genre halt schon so alt ist. Ne? Überleg mal, League of Legends kam 2009 raus. Ja. Und hat sich halt massiv gehalten. Dann war jetzt ja das neue Ding ist ja jetzt halt immer noch Battle Royale. Aber das da kommt auch kaum noch was. Du hast weil da die Marktspieler auch schon gesetzt sind einfach. Ja, du hast die Großen mit PUBG hält sich, Fortnite müssen wir nicht drüber reden und Call of Duty genauso. Ja. So, Battlefield hat's versucht, hat's verkackt mit Mal wieder. mit wie hieß das noch? Es ist egal, wir wissen alle, wovon die Rede ist. Ja, Diesen ekligen Fiasko. Ja, und ja, also da wird auch nichts mehr kommen. Also, ne, klar, es kommt irgendwann ein neues Warzone. Fortnite wird bis ins Unendliche, genau wie League of Legends, das wirst du nie wieder tot kriegen. Da wird aber auch nichts Neues mehr kommen. So, die warten jetzt alle. Die ganzen warten halt jetzt alle auf the next big thing. So. Ja. Und was soll das sein? Und so einen Elden Ring programmierst du halt auch nicht so als Indie-Entwickler. Natürlich nicht. So, das ist schon. Which will be useful for almost every boss. And Lord's Divine Fortification. Weil daran kommst du sowieso nicht. Das ist bodenlos. Dann eher so ein Stardew Valley-Ding. Weißt du, so als Indie-Entwickler. Ich freue mich immer noch sehr auf Lords of the Fallen 2. Ich habe da richtig Bock drauf. Dito. Das ist richtig gut. Gives an even bigger 60% holy damage negation buff that I won't use as much but should be incredible in the Elden Beast and Radagon fights. I also bought Radagon's armor set, which will be my endgame armor. You may be surprised that I'm not going for the Bull Goat set since it has high resistances, but I believe for this run, Radagon's set is better. That's because Radagon's armor has about 95% of the resistances of Bull Goat, but it's much lighter and, more importantly, way less risky to get. Then I picked up all of the smithing stone bell bearings so that I could fully level any weapon that I might need in the future. At this point, the build is pretty well set up and it's time to go to New Game Plus. I know some of you are probably asking how I'm getting out of the Chapel of Anticipation at the beginning of the game without dying, and it's actually pretty simple. If you get beaten up by the Scion in the beginning, you don't actually die. Your health doesn't go to 0, instead it just goes to 1. There's no you died screen, and you just get teleported to the stranded graveyard. After that, it's time to speedrun some bosses. Oh Gott. Ja, das nächste Setup, was er jetzt gemacht hat, hat jetzt auch wieder gedauert. Ja, aber bei 2 Stunden 43 oder so war er ja fertig. Alter, der Damage. Ja. After having some time to think about what strategy I should use against Gideon for the rest of the challenge, I had an epiphany and remembered that Frenzied Burst is really good against AI-controlled player characters.
So I picked that up along with the golden order seal since that scales really well with intelligence, and now this should work pretty well. Did it though? Au. Guck mal, der hat jetzt gebraucht nochmal 2,5 Stunden. Ja. So, ne, 2,5 Stunden, zweimal das Game durchgespielt. So Und gestellt, jetzt ist ja wirklich einfach nur noch durchpacken. Überleg, guck mal, wie viele Seelen der hat. Der hat 100. Nee, der hat mehr. Steht das Der noch 1 mal? Million? Achso, rechts unten? Ja. Ja, hat er. 1.072.675. Digga, Alter, das ist so toll. Weißt du, das ist wahrscheinlich so ein Level-Up oder so. Also Max-Level ist 713. Dann hast du alles auf 99. As promised, I'm not just going to use the same build for the entire run. The Starfish are another phenomenal weapon that are the base for a top tier build. I put the Ash of War Cragblade onto the Starfish. This is a weapon buff, meaning that it stacks with Golden Vow and whatever body buff I'm using, and it increases physical damage by 15% and poise damage by 10%, meaning enemies will stagger with less hits. I also use the Heavy Attunement for the best scaling, and that also means that I need to respec into a heavy strength build, so most of my intelligence points are now going towards strength. I need 30 faith to be able to cast all of my incantations, and the rest goes to vigor and endurance. I also need to replace my Golden Order seal with a Clawmark seal, since the Clawmark seal is the only one that actually makes spells better with strength levels. For talismans, I replace Shard of Alexander with the Axe Talisman, since I won't be dealing damage with weapon arts with this weapon, and for the physic, I replace the magic damage tier with the charged attack tier and leave the Opaline tier in there for the extra damage resistance. The last thing to round out the build is Flame Grant Me Strength. This gives 20% extra physical and fire damage, but it is a body buff, meaning that I would have to sacrifice Black Flame's protection, so I will only be using it when it's okay to not be as tanky. Now it's time to speedrun some more bosses. This is honestly the easiest point in the challenge because I now have a fully set up build and strategy, but the bosses still aren't scaled super high. So from about New Game +2 to New Game +4, I really don't run into any issues. The further in I get though, the more stressful it becomes because any simple mistake is representing a larger and larger reset and time waste. Cliff ledges start becoming unreasonably scary. Like, it would really make my hands crazy sweaty. I would probably single-handedly fix the Californian drought on the ride up to Mountaintop of the Giants alone. But fortunately, the bosses are easy. At least until around New Game +4 when their damage really starts ramping up. If I got caught in a Comet Azure by Renala or Gideon, it would probably kill me. But Barrier of Gold will be a good safety measure to help prevent that. And I was also thinking back to the first Fire Giant fight where I almost died to his Fire Breath in just regular New Game. So Flame Protect Me will help give me some peace of mind knowing that I will probably have enough fire resistance to make a mistake. Now that I'm in New Game +5, things are definitely getting serious, but I just need to put my head down and get through the bosses as fast as possible while not panicking and not making too many mistakes. Ja. Vor allem für 10 Stunden straight Bosse kloppen, ne? Gut, nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus von wegen, ne, wo er jetzt nicht so, nehmen wir jetzt mal 2, 3 Stunden für Dingens raus, ne, für Setups machen und rumlaufen und all sowas. Dann bist du aber immer noch bei 7 Stunden voll Konzentration beim Smashen, Alter. Ja. Digga. Das ist so anstrengend im Kopf. Vor allem, wie er auch sagte, der Druck wird immer höher, weil je länger er spielt, desto mehr Reset hat er. Das ist auch so eine Kopfsache. Ja. Der Dings driftet einfach ab irgendwann mal, der Main. Wild, ey. Die Mucke ist geil. Die passt extrem gut. Das stimmt. Damage einfach. Elden Beast.
Du merkst es ihm auch so ein bisschen an der Mimik an, ne? Here we So, are, New Game +7, only one more playthrough until the challenge is done. This playthrough will be the most difficult, not just because the bosses do the most damage and have the most health, but also because my stress levels are the highest here. Any mistakes that... Nee, gut, der hatte nur 400.000 sehen. Ich dachte, er kann viel mehr. ich ahne vor allem ganz Schreckliches, weil das Video noch so lange geht. Lead to my death is a 13-hour waste of time that I would have to go back and do all over again. So I did my best to calm my mind and not let the pressure get brechen, ne? Ich will dieses Spiel. Es wäre weg. Es würde mein Gehirn verlassen müssen. He stood in the sauce too long. That's what you get, old sauce stander. Vor allem, imagine, er langt dir jetzt halt eine und das war's, ne? Ja. Nach all den Stunden. Oh. Oh. None of this. Ich wollte gerade sagen, play it safe, brah. Gut. This move. Come on, give me an actual move. Das ist doch der Typ, wo man am Anfang wegrennen muss und damit er dann woanders hinschießt. Ja. Yeah, that'll work. Dieses arme Pferd, ne? Und wenn man den besiegt, kommt doch in so ein Typ, den man dann killen kann, obwohl es kein Feind ist, der dir auch geilen Shit gibt. Ja, hier, Alexander. Wenn du ihn nicht vorher schon umgebracht hast, so wie ich das gemacht habe. Oh yeah. That's looking like the damage that I'm after. Bing. Big Meaty Claws. Oh ja, das ist schon krasser Damage, ne? 4000 irgendein Anfangsboss im normalen Playthrough würde er so umkippen, ne? $9.000, $10.000. That's for sure. Oh ja. Nice try, fucking dweeb. What, you thought that was gonna kill me? You fucking nerd? Thought so too. Who do you think I am? Er ist der 6-fache Elden Lord, 7-fache. Was schon 21.000, ne? Ja. Der hat im normalen First Playthrough hat der 25k live. Also fast ein One-Shot. New Game +7 seems like a pretty substantial jump over New Game +6. Oh, what am I doing? Okay, that's good RNG. Hast ihn gleich. Ins Auge. Tschüss. There, big dog. Oh. Alter. Okay. Musst du für den Fall noch unbedingt Sleep-Pots holen, wenn ich da irgendwann bin. Jetzt wird das nix. Alright. Ja, schon sehr, sehr stark. Boah. Dass man da so präzise auch ausweichen kann. Really assuming that would got the stance break. Das wäre so mein absoluter Hassfeind, weil er so willkürlich gefühlt attackiert. Das hat so ein wirres Muster. Er drischt nur auf ihn ein.
Ich bin's, Mike Tyson. Ja. Da ist er wieder. Oh! Laser, Junge. Eduard Having fun Laser. there, Gideon? Ah. Looks like you're having a real fun time. Oh, Ah. see that? Aber es geht. That right there, that's why we got Barrier of Gold. Meiner ist stärker. Fuß roter. Das war noch Zeiten, wo die ersten Elden Ring Videos Oh yeah, we're kamen. getting into Ich habe so lange Elden Ring actual gespielt, bis chunky ich der boss Endboss territory wurde. now. Und dann kommen sie da alle mit dem These last two Kamehameha-Move an, ey. bosses seem like they scale Der wurde auch way im ersten more with Patch new so games hart genervt. Ja, hat ein Wunder. than the rest of the game. No, dude, that's so unlucky. Ach ja. Elden Ring auf Hessisch. Oh, sehr schön hier. Got the sprinting attack. Don't like that. Oh, ja. Okay. Es ist halt Grappler gegen Boxer hier, ne? Das ist Ja. schwierig. Laser ihn weg. Hey, 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 big meaty. Alright, we're good. Chop. Alright. Adagon. I don't know why. it's Sagen muss, not es straight geht back. halt tatsächlich, ne? Den Damage, den er so einsteckt, Ja, weil er ja überschaubar. seine Buffs hat und so. Ich weiß gar nicht sagen, er hat ja den Buff, er weiß ja wie viel Schaden die machen. Er macht ja zum Beispiel Holy Damage ganz viel. Wenn du 60% davon alleine negieren kannst. Ja, Plus klar. noch die Trank, den er nimmt, die 35, glaube ich, gab. Plus noch die beste Rüstung, die er hat. Oder die zweitbeste Rüstung im Prinzip. Ist schon. Mhm. Das sieht doch denkbar gut aus. Und wie ironisch, dass quasi im ersten Durchlauf durch den Fire Giant der Damage schon so hoch war und das fast die trickigste Stelle war. Das muss auch in dem Moment nur noch Bullet Sponge sein, ne? Ganz ehrlich. Ja. Dann müssen dir auch Dinge durch den Kopf gehen. Damn, 7 charged heavies, dude? Nach And no 14,5 stagger? Stunden bald. Jesus. Warum? Achso, das war die Weapon Art des Scrambling Blade. Doing triple rings now? Ah. Boah, I should probably cast this again. heftiger That Angriff seems auch like a einfach. good idea. Es hört sich so befriedigend an, dieses Glas trümmern, wenn er ihn My schlägt. oh my. Ja. Please, brother. Stop running from Er will nicht mehr. Sowas, Alter. Wie leicht das einfach aussieht, ne, während er da drüber springt. Oh my fucking god. And there he goes again. Das muss super nervig sein. Ja. Wenn du ihn einfach nur verprügeln willst, und der haut halt einfach Thank die ganze you. Zeit ab. 60% holy resist. Lord's divine fortification. I appreciate you. Very much. Jetzt. Los. Einer noch. Oh, Digga. Ran out of the 60% holy resist. Einer noch. It's all good though. Because he's getting down, baby! Einer Let's noch. go! Hat's nicht ausmalen, Alter. Oh. There it is. 8 playthroughs in a row without dying, completed in 14 and a half hours. And I did it first try. I really surprised myself with this one. I did not think this was something I was going to be able to get done in just one attempt. Anyway, if you liked this video, I'm sure you'll also like this other video popping up on your screen right now. I also want to thank the channel members for purchasing early access to all of my challenge runs.
Der Typ ist Dark. bodenlos. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.